Digitalpianos im Vergleich. Wir befinden uns an der Spitze der Mittelklasse. Das CA 901 von Kawai und das CLP 885 von Yamaha treten hier an. Es sind die Top-Modelle der Yamaha Clavinovas bzw. der CA-Serie von Kawai. Welches Instrument kann in Spielgefühl und Klang mehr überzeugen als das andere? Das herauszufinden, hilft mir Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music2Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg. Du freust dich bestimmt auch schon auf die Top-Modelle. Ja, es ist ein ganz interessanter Test, glaube ich, auch viele von euch wird es interessieren. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie die jetzt so im direkten Vergleich... Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie oft das danach gefragt wurde von euch. Und also ich würde sagen, bei dem hohen Niveau dieser beiden Pianos würde ich jetzt mal letztendlich vermuten, dass es so eine Geschmacksfrage ist. Ja. So, aber trotzdem gibt es da so kleine Besonderheiten und Unterschiede, auf die gehen wir natürlich ein, das gucken wir uns an. Aber einmal schon mal auf den Preis geschaut. Die Preisschilder sehen schon mal sehr unterschiedlich aus. Nämlich liegen wir hier bei ungefähr 4.800 und hier bei 3.300. Das sind so die Basismodelle. Die gibt es ja dann noch in Hochglanz und dann sind die entsprechend teurer. So, dieser Unterschied, der kommt vielleicht daher, das ist 2024 auf den Markt gekommen und das 2 Jahre früher. So, also das ist schon länger auf dem Markt und dann ist ja das so, dass die günstiger werden. Und der UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung, liegt auch bei 4.900 bei dem Kawai 901, das wir hier haben und hier das Yamaha CLP 885. Könnte sein, ist trotzdem aber schon ein guter Unterschied preislich. Ist eine Hausnummer, finde ich auch. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was deine sensiblen Hände und Ohren sagen werden. Leg los. Ja. Perlt schon mal. Es perlt, ja. Yamaha, typisch schöner, richtig schöner Klaviersound. Brillant, aber auch trotzdem jetzt nicht so krass konzertant groß, sondern so ist einfach genau richtig und lässt sich auch super spielen. Also klingt auch cool. Hier schön im Raum. Übrigens, wir hören die gerade über die Lautsprechersysteme. Ihr hört noch das Line-Signal, also das, was man eigentlich so über den Kopfhörer dann auch hören würde. Wir machen aber gleich noch den Kunstkopf-Mikrofontest und dann können wir auch so vermitteln, wie die Lautsprechersysteme klingen werden. Aber wir bleiben erstmal so, wie sich die Pianos von ihrer besten Seite zeigen, eben mit diesem Line-Sound. Und ich würde das Gleiche, wenn du es bitte genauso hier spielen könntest. Ich versuch's. Ja. Ich würde sagen, ja, die spielen schon tatsächlich auf ähnlichem Niveau. Ja, also das sind gleiches Niveau. Die Unterschiede sind wirklich sehr klein. Was ich jetzt hier im direkten Spiel gemerkt habe, ist, dass das Yamaha echt deutlich brillanter ist. Also hier ist so, das merkt man gut an diesen hohen, an diesem... Also klingt natürlich immer noch super, aber es ist hier, ist vielleicht auch der Yamaha-Sound. Es ist auf jeden Fall der Yamaha-Sound. Ja, eben beim Soundcheck hatte ich noch mit einem von den Texten das Gespräch und der sagte auch, ja, bei Yamaha, das ist eben sofort so zack, offen, der Klang. Ne? Das ist schon krass. Das würde man natürlich quasi so nie merken, wenn man immer hier spielt oder immer da spielt, dann hat man den Sound, den man so kennt. Ne? Aber jetzt im direkten Vergleich, dafür würde ich sagen, ist so hier so die Tastatur
ist so ein bisschen, ja, noch ein bisschen, kommt mir noch ein bisschen mehr entgegen mit dem Spielen so, ne, hier bei Kawaii. Aber es sind wirklich minimale, also man kann es fast, die sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, die beiden. Ja, was meinst du mit, das kommt mir sehr entgegen, also deinem Spiel? Es kommt meinem Spiel so entgegen, ja. Hier war es so, dass ich so, vielleicht auch aufgrund dieser unerwarteten Brillanz des Klangs, dass ich mich da so ein bisschen, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte. Und hier war jetzt gerade so, da könnte ich jetzt eigentlich noch mehr reingeben sozusagen. Das ist ja ganz ähnlich wie auch bei den kleineren Modellen. Wir haben ja auch die Einstiegsmodelle, die haben wir ja auch verglichen, Kawaii und Yamaha jeweils. Und da hatten wir einen ähnlichen Eindruck. Ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich vage, ja. Das war tatsächlich so, ist mehr Raum drin, in dem man sich ausdrücken kann. Aber mal gucken, ich würde hier ganz gern mal so das laute Klassik-Beispiel anspielen. Ja. Weil ich glaube, das kommt hier bei dem Sound total gut. Ja, klar. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr laut irgendwie auch. Ist auch direkt in the face, ne? Also Voll. Das ist voll da und das ist auch irgendwie geil, aber man muss sich da auch so ein bisschen erstmal so ein bisschen drauf justieren. Ja, ich probiere mal das leise Beispiel, also das auch so im Pedal gespielt wird. Da merke ich schon, das ist hier so, das ist schon wirklich hart dran. Ne? Ja, so. ja. Und da würde ich jetzt schon nach einem anderen Sound suchen wollen, weil das leise Spielen fällt mir wahnsinnig schwer jetzt. Ja, ja. Aber vielleicht, ich möchte jetzt den Gegenvergleich mal hier machen. Hast du gleich gehört. Also da kann ich wirklich von Pianissimo auf das Forte überblenden, so. Also durch die Anschlagssteuerung, ja. Aber wenn ich jetzt zuhöre und ja jetzt auch hier quasi hinter dem Instrument stehe, wo dann ja auch der Klang mehr oder weniger rauskommt, also es ist schon, der Unterschied ist krass, das Kawaii ist fast schon dumpf im Vergleich zu dem Yamaha. Also wie wenn und es ist nicht dumpf. Nee, es ist nicht dumpf. Es ist wie wenn da ein Teppich drauf liegt, aber so der direkte Vergleich ist total, also wirklich krass, wo ich sage, ey, dreh mal da den Equalizer rein. Ja, weil es hat alle Brillanzen, die es haben muss, ne? Ja, aber es ist eine andere, wie du sagst, eine andere Geschmackssache oder auch Philosophie, so einen Klavierklang halt in so einem Digitalpiano zum Klingen zu bringen. Das ist echt, also wirklich erstaunlich, ja. Wirklich interessant. Ich probiere mal dieses leise Beispiel. Da habe ich jetzt gar nichts vermisst. Also der Sound passt bei beiden Beispielen. Also ich kann ausdrucksstark spielen, habe mehr Raum einfach so im Ausdruck. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe da nicht wirklich so sauber spielen können. Ich müsste da ein bisschen üben auf der Tastatur. Ja, also ja, vielleicht war es vorhin auch das bei mir. Also mir ist es hier jetzt auch so ein bisschen, also ja, es ist irgendwie ganz komisch. Ich bin ja eigentlich so jemand, der auch privat viel Kawaii spielt. Aber eigentlich bin ich hier, es war hier sehr brillant, aber ich bin so ganz gut klargekommen. Und jetzt kann auch der Wechsel gewesen sein von hier auf da. Ja, und dieses Dumpfe war dann auf einmal so, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier gelandet? Ne? Aber eigentlich ist es nicht dumpf, sondern das ist jetzt echt der direkte Vergleich so. Ja, also wir können das ja, es gibt ja auch hier noch ein EX Concert Grand und es gibt noch den EX, der ist, glaube ich, brillanter. Und da müsste das auch entsprechend kommen. Aber es ist trotzdem dieser Raum da drin, ja. Ich habe trotzdem die Ausdrucksmöglichkeiten und hier habe ich natürlich jetzt, der ist ein bisschen offener, der kommt dem CFX ein bisschen näher, ja.
Aber trotzdem, dieses Competition Grand, das ist einfach mein Favorit. Ja. Da ist alles drin. Und ja, die Tastatur, das Spielgefühl ist wirklich sehr unterschiedlich. Es sind beides wirklich hervorragende Tastaturen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Da haben wir die Grand Touch S Wood, glaube ich, heißt die, von Yamaha. Und das ist sogar die weiter ausgeführte mit Counterweights. Also sie hat so Balance, Gewichte noch in der Tastatur. Das ist ein Punkt, da sind wir eigentlich bei dem ersten Unterschied. Dort haben wir Holzelemente verbaut bei den weißen Tasten und hier haben wir eine echte Holztastatur. Und ich habe das Modell da. So, wenn wir uns jetzt hier diese Tastatur angucken, ich zeige dir ja immer wieder gern, um diesen Unterschied zu zeigen. Hier ist eine herkömmliche Digitalpiano-Tastatur drin. Ist also mit Gewichten gefaltet, die arbeiten unten. Auch da ist eine Hammermechanik verbaut natürlich und das spürt man auch beim Spielen. So, hier haben wir jetzt eine komplette Taste, die hier die Hammermechanik bewegt. Das ist einer Flügelmechanik nachempfunden. Und da schlägt richtig hier was an und das spürt man auch. Diesen Effekt hat man. Und man hat auch tatsächlich beim Spielen diesen Wippeneffekt. So, das kommt wirklich über die Tastenlänge, die man hier hat, kommt das wirklich rüber. Und vielleicht ist das ein Grund, warum hier mehr Ausdruck drin ist. Es kann an der Klangerzeugung liegen. Also ich kann nur sagen, was ich dabei verspüre. Und das ist eben, ich habe hier mehr Raum zum Ausdrücken. Und diese Tastatur fühlte sich für mich ein bisschen härter und direkter an. Also es passt irgendwie auch zu dem Klang. Also aufgrund dieser Brillanz, die halt hier schon in einem überheblichen Maße quasi da ist bei Yamaha, ist natürlich auch klar, dass wenn ich schon an so einem extrem brillanten Punkt bin, in der Grundstellung schon vom Sound, ja, also wenn es schon so brutal leuchtet, dann kann ich auch nicht mehr viel, der Spielraum ist einfach viel kleiner, als wenn ich jetzt hier quasi nochmal eigentlich die ganze Strecke irgendwie nochmal selbst gestalten kann. Du hast einen anderen Bias einfach. Ja, Ne? Das ist, da kannst du nicht mehr weiter runter. Ja. Hier geht das. Ne? Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube, das hatten wir aber in dem anderen Test auch mit den kleineren Modellen auch schon gesagt, ist, dass der Spielweg, also dieser Tastaturweg, wenn ich spiele, der ist irgendwie gefühlt kürzer als bei Kawai. Ja, und also die Taste, wenn ich die runterdrücke, die ist irgendwie, das ist einfach ein Ticken kleiner. Es ist minimal. Es ist wirklich minimal, aber man spürt es, also hier fühle ich mich beim Anschlag, klingt blöd. Sanfter Empfang irgendwie. Ja. Das ist irgendwie komfortabler fühlt sich das an. Und da ist es sehr, sehr klar definiert. Dieser Punkt. Das ist wirklich so tack. Ne? Ja. Und dieses Zusammenspiel halt aus diesem schmaleren Tastenweg plus diese Brillanz ist dieser Spielraum, den ich habe, der ist halt einfach viel kleiner. Ne? Dafür ist aber vielleicht der Gedanke bei Yamaha, dass man sagt, ja gut, dafür klingt es aber dann sofort gut. Ne? Also auch wenn ich jetzt nur so spiele, klingt sofort. Ne, dann ist sofort der Sound trotzdem da, obwohl ich jetzt nicht so. Und hier muss man arbeiten. Da muss man ein bisschen arbeiten. Man muss Arbeit reinstecken, um in den Klang zu kommen. Ja. Es ist auch dann, das hatten wir auch schon mal gesagt, es ist tatsächlich dem akustischen Klavier näher, dieses Verhältnis. Man muss beim akustischen Klavier, mir geht es so, weil ich immer digital spiele, wenn ich akustisch spiele, merke ich, bis meine Akkorde klingen oder Melodien klingen, muss ich wirklich jetzt üben. Ja. Weil ich muss mich an das Instrument gewöhnen, da geht unheimlich viel mehr. Hier ist das sehr ähnlich. Also hier muss man wirklich, ich merke, dass ich hier üben muss, um wirklich auch so die richtige Dynamik zu treffen, den Ausdruck zu treffen. Da fällt mir das leichter. Das ist sofort, wie du sagst, zack, es klingt sofort offen und Erfolg. Ja, es ist so. Interessant. Das finde ich schon mal sehr interessant. Dann gibt es noch einen kleinen anderen Unterschied im Wiedergabesystem. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass du das als direkter wahrnimmst und das eher indirekt. Hier haben wir ja einen akustischen Resonanzboden drin, der über Transducer angetrieben wird. Und hier oben sind dann nochmal zusätzlich Lautsprecher mit so Diffusoren, die so einen 3D-Sound, 360-Grad-Sound machen wollen. Hier wird auch mit Diffusoren gearbeitet, die einen ähnlichen Effekt haben. Trotzdem klingt das
direkter. Ne? Also man sitzt da so wirklich im Sweet Spot. Ja. Diesen Effekt habe ich hier auch. Es ist schön Stereo-Image, aber trotzdem wirkt es räumlicher. Es ist einfach so Ja. jetzt mein Klangeindruck. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal durch die Sounds. Weil hier sind ja mehrere Sounds eingespeichert. Also den Competition Grand haben wir jetzt gehört. Und dort haben wir das CFX gehört. Hier Genau. gibt es 2 Sounds, die da so als Charaktere gegenüberstehen. Das ist dann noch der Bösendorfer. Genau, hier gibt es quasi extra eine Taste oder einen Button für Bösendorfer. Also der wird quasi hier auch prominent nochmal in dem Touchfeld dargestellt. Ich spiele jetzt quasi nochmal das gleiche mal mit dem Bösendorfer. Ja, Klingt sehr viel weicher und auch wirklich mehr so zu, Ja. als wäre eine Decke drüber. Ja. So fast dumpf. ja, ist fast schon so cineastisch, ne? Also diese so, Ja. ne, so. Ja, so in der Art. Ja. Das ist das, was die da, glaube ich, wollen. Also ganz anderer Sound, ne? Also wie gesagt, Bösendorfer und dann Ja, ist Schon- schon- ist schon sehr- erheblich, Das hört ne? man auch hier. Das Ja, ist ja. schon ein ziemlicher Unterschied. ja. Und aber auch cool irgendwie. Also klingt halt auch, wie wir gerade schon gesagt haben, sofort. Man hat sofort das. Das Image stimmt Ist sofort da, ja. auf Ja, jeden Fall. ja. Was haben wir denn da noch? So, wir haben jetzt hier noch, das war der Bösendorfer, dann haben wir natürlich noch so ein Upright, darf natürlich nicht fehlen, ne? Ja, Das klingt jetzt wie so ein ganz kleines Klavier. Ja. Also in dem Vergleich zum Bösendorfer. ja, also das ist jetzt so, ja, Da fehlt so Low-End, würde ich sagen. Würdest du das, ich wähle das mal hier an. Hier gibt es auch ein Upright. Bitte probier das doch mal hier. jo, also auch hier spiele ich auch mal so Ja. ziemlich das Gleiche. Reicht schon. Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, gerade auch bei den namhaften Herstellern, das Upright wird immer so behandelt, wie wenn das halt so der letzte Müll wäre. Ne? Dabei ist Ja. ein Upright ja ein geiler, richtig geiler Sound und das, Ja, also das hier. Ja, das klingt hier okay. Aber jetzt in dem Vergleich, also hier. es klingt, wie wenn du da einen harten Filter drauf gemacht hast oder irgendwie einen Ja, Cut also- gemacht hast. Der verändert sich auch überhaupt Ja. nicht, der Sound. Der wird nur laut. Ist komisch, ne? Tja, also, ja, das finde ich tatsächlich jetzt, also Upright finde ich immer sehr wichtig, weil das so ein schöner lyrischer Klang ist und mal eine Abwechslung zu den großen Konzertflügeln. Da bin ich hier schon enttäuscht. Ja. Klingt, also Klingt eher mäßig. klingt eher mäßig, ja. Ja. Gut, hier gibt es aber noch mehr Sounds. Da gibt es, habe ich eben gesehen, hier gibt es noch mal den EX Concert Grand. Also krass ist natürlich, wie bassig das hier ist. Ne? Das ist wirklich, also gerade so im Vergleich ist Ja. es extrem. Also da muss man sich echt gerade total umstellen. Also wo wir jetzt gerade hier das Upright gehört Ja. haben, da fehlt unten irgendwie alles. So. Ja. Und gibt es auch hier den Den Shigeru. Was oder haben wir da? Das ist der Competition. Competition. SK5, den habe ich gesucht. Das ist ein kleinerer Flügel.
könnte ja Klingt sehr fein. wirklich so noch das Bindeglied zwischen Upright und den großen Flügeln. Ja. Irgendwie toll. Ja. Also das ist schon hier wirklich anders, würde ich sagen. Ja. Klanglich wird da schon ein bisschen mehr geboten. Das ist in den Grundsounds ist das top. So. Gut, ich würde sagen, wir machen den Lautsprechertest noch und Ganz dann genau. Wissen wir mehr. Ja, dann können wir fast schon dann zum Fazit kommen. Ja? Genau. Ja. Okay, kommen wir zum Lautsprechertest. Und zwar nehmen wir dafür dieses Kunstkopfmikrofon und das nimmt das auf, was Yassin beim Spielen hört. Zumindest so ungefähr. Allerdings funktioniert das nur dann gut, wenn ihr ab jetzt auch Kopfhörer tragt, weil diese binauralen Aufnahmen, die dieses Mikrofon macht, funktionieren nur mit Kopfhörer. Es funktioniert nicht auf dem Handy-Lautsprecher oder auf dem Laptop-Lautsprecher. Bitte nehmt ab jetzt Kopfhörer. Und am besten spielst du noch mal das, was du ganz am Anfang auch gespielt hast. Mhm. Okay, dann spiele ich gleich noch mal das Klassikbeispiel im Anschluss. So, hier haben wir jetzt übrigens den Competition Grand gehört. Und jetzt bauen wir kurz um und hören uns das Yamaha CLP 885 an. Alles klar, dann hören wir uns das Yamaha CLP 885 an, über Lautsprecher. Okay, und auch nochmal Klassik. So, ich hoffe, das war aufschlussreich für euch, diese Lautsprechertests. Und ihr könnt euch ein Bild machen. Also wenn wir beim Fazit angelangt sind, die spielen wirklich beide, finde ich, auf einem Niveau. Das ist eine Liga, auf jeden Fall. Beide sind wirklich tolle E-Pianos. Wenn ich selber dem Carver den Vorzug gebe, dann hat das mit der Tastatur, mit dem Spielgefühl zu tun. Das kommt mir eher entgegen als dieses etwas härtere, direkte Spielgefühl beim Yamaha. Ne? Das ist aber wirklich, finde ich, eine Geschmackssache. Ja, also gehe ich mit. Die Tastatur hier gibt einfach mehr Spieltiefe, muss man sich aber auch etwas mehr mit beschäftigen. Was mir jetzt beim letzten Mal mit dem Kunstkopf aufgefallen ist, dass trotz dieser hohen Brillanz hier mir jetzt irgendwie ziemlich Emotionen gefehlt hat bei dem Yamaha. Gerade in diesem Mittenbereich, wo ich dann quasi... wo du enger gesetzt genau, hast. Ja. Okay, und da war auf einmal im direkten Vergleich mit hier, habe ich diese Voluminosität, wenn ich das so sagen kann, das war hier extrem da und da weniger. Ja? Und das, muss ich sagen, war jetzt für mich schon ganz klarer, auch klanglich Aspekt. Also nicht nur Tastatur, sondern auch wirklich, dass mir das hier einfach von der Gesamtheit der Frequenzen irgendwie besser gefallen hat, ja? Das Kawai. Okay, dieser Dynamikbereich, den hatte ich ja eben auch schon erwähnt. Ich habe hier jetzt beim Spielen eben, habe ich nochmal aufgepasst, ob ich in dem unteren Dynamikbereich ansetzen kann. Das ist mir so einigermaßen gelungen, aber da muss ich überhaupt nicht drauf achten. Ja. Das passiert einfach. Hier muss ich mich da ein bisschen anstrengen.
dass ich das hinkriege. Ne? Das ist wirklich ein Unterschied in den Tastaturen. So würde ich das wahrnehmen und auch so beschreiben. Ja. Ja. Also was der Test auf jeden Fall jetzt gezeigt hat, ist, dass man die Geräte einfach wirklich ausprobieren sollte. Am Unbedingt. besten ins Musikhaus gehen und da irgendwie live mal probieren und dann vielleicht wirklich auch direkt hören, damit man das nachvollziehen kann, was wir sagen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass es halt auch natürlich doch einen deutschen Preisunterschied gibt und dann muss man einfach für sich selbst eine Entscheidung treffen, was man gut findet. Ja, unbedingt. Also wir können das auch nur so subjektiv von uns wiedergeben, so wie wir das hier jetzt in diesem Moment empfinden. Und ja, wir haben noch längst nicht alle Kleinigkeiten, die da sonst noch zu erwähnen sind, angesprochen. Das ist natürlich auch noch ein riesen Feature-Set, das dann mitkommt. Aber da schaut bitte in die Links in der Beschreibung zu diesem Video. Da sind dann die Testberichte verlinkt. Da könnt ihr alles nochmal im Einzelnen bis ins Detail nachlesen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.